Ludwig van Beethoven war nicht nur ein Name in der Welt der Musik, sondern ein Symbol für die unerschütterliche Kraft des menschlichen Geistes. Er ist ein Komponist, dessen Werke die Grenzen von Zeit und Raum überschritten haben und auch heute noch Herzen auf der ganzen Welt berühren. Aber wer war Beethoven wirklich? Wie war sein Leben, seine Kämpfe, seine Erfolge und welche Rolle spielte die Liebe in seinem Leben? In dieser Geschichte werden wir tief in das Leben dieses außergewöhnlichen Mannes eintauchen und mehr über seine Reise erfahren. Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn, einer kleinen Stadt im Heiligen Römischen Reich, geboren. Sein Vater, Johann van Beethoven, war ein strenger und ehrgeiziger Mann, der früh erkannte, dass sein Sohn ein besonderes Talent für die Musik hatte. Johann begann, Ludwig mit harter Disziplin im Klavierspiel zu unterrichten, oft bis in die späten Stunden der Nacht. Der junge Ludwig war ein fleißiger Schüler, obwohl er oft unter dem strengen Regime seines Vaters litt. Doch diese harten Anfänge legten den Grundstein für das, was später kommen sollte. Schon in jungen Jahren war Ludwig ein Wunderkind. Mit nur 7 Jahren trat er zum ersten Mal öffentlich auf und beeindruckte alle Zuhörer mit seinem außergewöhnlichen Talent. Sein Vater war entschlossen, Ludwig als den nächsten Mozart zu präsentieren und arbeitete unermüdlich daran, die Karriere seines Sohnes voranzutreiben. Doch anders als Mozart, dessen Kindheit von Leichtigkeit und Freude geprägt war, erlebte Beethoven eine Kindheit voller harter Arbeit und hohen Erwartungen. Mit 17 Jahren reiste Beethoven nach Wien, um sich mit Wolfgang Amadeus Mozart zu treffen. Obwohl das Treffen nicht wie erhofft verlief, beeindruckte Beethoven die Wiener Gesellschaft mit seinem Können. Wenig später, im Jahr 1792, zog er endgültig nach Wien, um bei Joseph Haydn zu studieren, einem der größten Komponisten seiner Zeit. In Wien begann Beethoven, sich als Komponist einen Namen zu machen. Er veröffentlichte seine ersten Werke und seine Klaviersonaten fanden schnell Beachtung. Beethovens Leben in Wien war jedoch nicht nur von Erfolg geprägt. Schon bald bemerkte er erste Anzeichen eines gesundheitlichen Problems, das sein Leben und seine Karriere dramatisch verändern sollte. Sein Gehör begann nachzulassen. Für einen Musiker war dies eine Katastrophe. Beethoven versuchte, sein Problem zu verbergen, doch es wurde immer schlimmer. Die Vorstellung, taub zu werden, stürzte ihn in tiefe Verzweiflung. In einem berühmten Brief an seine Brüder, bekannt als das Heiligenstädter Testament, schrieb er über seine Angst und Verzweiflung und darüber, wie er oft den Gedanken an den Tod hegte. Doch trotz allem entschied er sich, weiterzuleben und sich der Musik zu widmen. Im Jahr 1802 zog Beethoven sich für einige Zeit nach Heiligenstadt zurück, ein kleines Dorf in der Nähe von Wien, um seine Gesundheit zu verbessern und seine Gedanken zu ordnen. Dort schrieb er einige seiner emotionalsten und kraftvollsten Werke. Diese Zeit markierte einen Wendepunkt in seinem Leben und seiner Karriere. Beethoven akzeptierte schließlich sein Schicksal und beschloss, trotz seiner zunehmenden Taubheit weiter zu komponieren. Eines der bemerkenswertesten Dinge an Beethoven war seine Fähigkeit, seine inneren Kämpfe in Musik zu verwandeln. Seine späteren Werke, darunter seine berühmten Symphonien, Streichquartette und Klaviersonaten, spiegeln die Tiefe seiner Gefühle und seinen unerschütterlichen Willen wider. Besonders die 9. Symphonie, die mit dem Chor Ode an die Freude endet, gilt als Meisterwerk der klassischen Musik. Diese Symphonie, die er fast vollständig taub komponierte, steht als Symbol für den Triumph des menschlichen Geistes über Widrigkeiten. Aber Beethovens Leben war nicht nur durch seine Musik geprägt. Seine Beziehungen zu Frauen waren kompliziert und oft tragisch. Er verliebte sich mehrmals leidenschaftlich, aber seine Lieben blieben meist unerfüllt. Eine der berühmtesten Figuren in seinem Leben war die unsterbliche Geliebte, eine Frau, deren Identität bis heute ein Rätsel bleibt. In seinen Briefen an sie drückt Beethoven seine tiefe Liebe und seinen Schmerz über ihre Trennung aus. Trotz seines Ruhmes und seines Talents war Beethoven in der Liebe oft unglücklich und allein. Beethoven war auch bekannt für seinen schwierigen Charakter. Er war stur, eigensinnig und oft ungeduldig mit seinen Mitmenschen. Seine Freunde und Kollegen bewunderten sein Genie, aber sie fanden es oft schwierig, mit ihm auszukommen. Beethoven verlangte Perfektion, nicht nur von sich selbst, sondern auch von anderen.
Doch trotz seiner schwierigen Persönlichkeit war er ein Mann von großer Integrität und tiefer moralischer Überzeugung. Er setzte sich für Freiheit und Gerechtigkeit ein und ließ sich nie von seinen Prinzipien abbringen. In den letzten Jahren seines Lebens verschlechterte sich Beethovens Gesundheit weiter. Er litt unter chronischen Krankheiten und seine Taubheit isolierte ihn zunehmend von der Außenwelt. Doch selbst in dieser dunklen Zeit schuf er einige seiner größten Werke. Sein letztes großes Werk, die Missa Solemnis, ist ein tief spirituelles Werk, das seine tiefe religiöse Überzeugung widerspiegelt. Es ist ein Zeugnis seines unerschütterlichen Glaubens an die Kraft der Musik. Ludwig van Beethoven starb am 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren in Wien. Sein Tod wurde von der ganzen Stadt betrauert und Tausende von Menschen nahmen an seiner Beerdigung teil. Er hinterließ ein musikalisches Erbe, das die Welt für immer verändert hat. Beethovens Musik ist nicht nur eine Sammlung von Noten, sondern ein Ausdruck seiner Seele, seiner Kämpfe und seines Triumphs. Heute, fast 2 Jahrhunderte nach seinem Tod, bleibt Beethoven eine der einflussreichsten Figuren in der Geschichte der Musik. Seine Werke werden weiterhin in Konzertsälen auf der ganzen Welt gespielt und seine Musik inspiriert Generationen von Musikern und Zuhörern. Beethovens Leben ist ein Zeugnis für die Kraft des menschlichen Geistes und die Fähigkeit, selbst die größten Herausforderungen zu überwinden. Beethovens Geschichte erinnert uns daran, dass wahres Genie oft mit großem Leid einhergeht, aber auch mit unermesslichem Mut und Entschlossenheit. Sein Leben und seine Musik sind ein ewiges Vermächtnis, das uns daran erinnert, dass trotz aller Widrigkeiten die Kraft der Kunst und des Geistes triumphieren kann. Der Komponist. Der Komponist schrieb viele berühmte Werke. Der Raum. Der Raum war groß und hell. Der Zuhörer. Der Zuhörer war von der Musik begeistert. Das Gehör. Sein Gehör ließ im Alter nach. Die Verzweiflung. In ihrer Verzweiflung wusste sie nicht, was sie tun sollte. Der Tod. Der Tod des Künstlers erschütterte die Welt. Das Schicksal. Das Schicksal führte sie zusammen. Die Taubheit. Seine Taubheit hinderte ihn nicht daran, Musik zu machen. Der Triumph. Sein Triumph wurde in der ganzen Stadt gefeiert. Die Beziehung. Ihre Beziehung war stark und liebevoll. Das Rätsel. Das Rätsel wurde schließlich gelöst. Die Integrität. Er war für seine Integrität bekannt. Die Gerechtigkeit. Sie kämpfte für Gerechtigkeit. Die religiöse Überzeugung. Ihre religiöse Überzeugung war stark. Die Beerdigung. Die Beerdigung war eine traurige Zeremonie. Die Kunst. Die Kunst ist ein Ausdruck der Seele. Das Vermächtnis. Sein Vermächtnis beeinflusst noch heute viele Künstler. Das Konzert. Das Konzert war ausverkauft. Ehrgeizig. Sie ist sehr ehrgeizig und strebt nach Erfolg. Endgültig. Die Entscheidung war endgültig. Leidenschaftlich. Er ist ein leidenschaftlicher Musiker. Einflussreich. Er war eine einflussreiche Persönlichkeit in der Kunstwelt.
unermesslich, Sein Beitrag zur Wissenschaft war unermesslich. unterrichten, Er unterrichtet Musik an einer renommierten Schule. veröffentlichen, Das Buch wurde letztes Jahr veröffentlicht. verbergen, Sie versuchte, ihre Angst zu verbergen. triumphieren, Am Ende triumphierte die Gerechtigkeit. Vielen Dank, dass Sie unser Video angesehen haben. Lernen Sie Deutsch leichter mit uns. Bitte liken Sie das Video, hinterlassen Sie Ihre Kommentare und teilen Sie es mit Ihren Freunden.